Hallo ihr lieben Skorpione, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 2 Monate für den Skorpion, für das Kollektiv der Skorpione. Uiuiui, das sind mir jetzt ein wenig viele, ich wollte eigentlich 3. Ja, hier ist es etwas Schönes schon zu sehen. Es geht darum, in eine Wachstumsphase zu kommen, zu siegen und wieder was Neues zu entfalten. Hier ist irgendwo als Ausgangspunkt ein Ungleichgewicht entstanden, in dem Gefüge, das um einen ist. Der Ausgangspunkt ist so, dass man spürt, dass man nicht im Gleichgewicht ist, dass die Wirklichkeit ein bisschen verkannt wird, dass einem etwas viel größer oder kleiner vorkommt, als es wirklich ist. Und hier so ein bisschen Tempo drosseln, ne? Mit dem Hecht die Lage beobachten, dann zuschlagen, wenn es wirklich richtig ist. Man wartet lieber ein bisschen länger und wenn die Chance da ist, dann kommt man und greift zu. Es geht auch ein bisschen um die Gabe oder das Verhalten zu erlernen, dass man in der Ruhe ist und warten kann und auch den Zeitpunkt abwartet, in dem es einfach günstiger ist, dann etwas zu bekommen oder auch zu handeln und nicht immer nur vorwärts zu preschen, ne? Es geht hier um eine ganz neue Phase, wo man viele neue Erkenntnisse gewinnt, wo sich Kräfte neu entwickeln, wo sich andere Kräfte auch entwickeln. Und diese Wachstumsphase ist auch auf der geistigen Ebene, wo man hier vielleicht gewartet hat, ne, wann ist der gute Moment, der richtige Moment, ist der Moment jetzt gekommen und da nimmt man dann die Dinge wieder in die Hand und zwar sind es die Angelegenheiten, die nur für einen selber wichtig sind, wo man für sich selbst sorgt, wo man zwar ehrlich ist und sich dann doch abgrenzen kann und distanziert ist. Möglicherweise gehen Dinge hier mit Konflikten einher und der Hirschkäfer zeigt uns einfach, wie man auch an den Herausforderungen wachsen kann. Sich neu selbst erfahren ist hier so mit dabei und man wartet hier nicht mehr, sondern man nimmt die Dinge in die Hand. Man ist aktiv, man sagt, was man denkt und dann kommen wir hier zum Thema Sieg. Da ist alles so, was wir hier an Lernerfahrung haben oder an Themen, an denen wir gewachsen sind, die herausfordernd oder schwierig waren, überwunden. Man hat irgendwie eine Prüfung bestanden, man schreitet nimmermüde voran und bleibt auf Kurs. Man ist mit der Beharrlichkeit gesegnet oder mit der Ausdauer auch Dinge zu Ende zu bringen, seine Ziele zu erreichen und trotzdem über den Tellerrand hinaus zu gucken. Hier sind auch kreative Lösungen und im Prinzip ist es so, dass man irgendwas im Leben hinter sich gebracht hat, gemeistert hat. Vielleicht hat man sich auch selbst irgendwo besiegt und mit der Hummel kann man dann wieder diese Aufbruchstimmung verspüren. Man hat sprichwörtlich Hummeln im Hintern, man macht sich auf den Weg, man steht für seine Visionen ein. Hier sind dann auch neue Energiereserven, fruchtbare Erkenntnisse, ein reger Austausch. Man hat hier auch nicht das verbissene Ding, ne, dass man sich so durchbeißt, sondern wir haben ja hier gelernt, warte vielleicht ab, manche Dinge erledigen sich von alleine und hier ist man mehr so mit dem Flow. Hier sind viele Botschaften und Hinweise und hier kommen Dinge auch ganz anders als erwartet, wenn wir mehr im Vertrauen sind und im Loslassen, dass nur der eine Weg der wäre, der uns hier zum Ziel bringt. Guckt mal, hier ist
das Omen für eine freudige Zeit. Hier möchte die fröhliche Energie wieder mehr sein. Es steht also in der Zeit auch an, dass wir gesellig sind oder Spaß haben mit jemandem, dass wir glücklich sind, Liebe zum Ausdruck bringen, dass wir uns regenerieren, für Veränderungen offen sind, das Glück auch wahrzunehmen, das um uns herum ist. Und eventuell geht es für einige auch darum, an sich wieder in die Freude zurückzufinden. Das passt auch gut, denn mit dem Medesüß sind wir aufgefordert, uns etwas zu gönnen, das Leben versüßen. Und hier ist tatsächlich eine Zeit auch, wo wir Übergänge haben bei neuen Freundschaften oder auch in Liebesbeziehungen. So, dann gucken wir ein bisschen tiefer. Ja, hier haben wir ja mit dem Turm und dem Hecht etwas, wo wir uns vielleicht klären im Inneren, ne? Wo wir uns zurückziehen. Hier ist vielleicht auch zu gucken, wo trenne ich mich von irgendwelchen Themen, was ist nicht mehr meins oder in welchem Bereich ist vielleicht auch Trennung falsch, wo gehe ich Wege, die mir nicht mehr dienlich sind, und es ist die Klärung im Inneren. Einige haben vielleicht auch das Bedürfnis, sich von irgendetwas zu trennen oder überdenken ihre Selbstständigkeit, ihre Unabhängigkeit. Hier ist ein ausgetretener Pfad von Verstrickungen, die man so nicht mehr haben möchte. Hier kann auch Kommunikation sein, die uns aus Verstrickungen rausbringt. Im Prinzip, vielleicht hat man hier einen Gönner, eine Person, die gute Nachrichten mitbringt, oder auch Personen, wir haben ja hier die neuen Freundschaften, die wir hier treffen, die die gleichen Werte haben, wo man gute Gespräche führt. Es geht viel um das seelische Wachstum, das seelische Aufblühen und auch um Selbstwertthemen. Da könnte eine gewisse Häutung sein, ne? Man spricht sich aus, man kriegt irgendwas über die Kommunikation mit, wo man denkt, okay, ich bin auf meinem Weg, ich komme wieder auf diese Ebene, wo ich weiß, in welche Richtung ich gehen will. Das hier, was sich hier zeigt, das sind viele Lebensthemen. Ne? Wir haben die Wachstumsphase, wir haben den Baum hier dabei. Das sind seelische Themen, das sind Mutterthemen, das sind auch so Sachen wie, wem glaube ich was oder wer hinterlässt was bei mir verbal. Wo darf ich ruhig auch sagen, nein, das ist nicht mein Ding, ich bleibe mir selber treu. Selbstliebeprozesse auf jeden Fall auch, und unter anderem geht es hier um das Stabilisieren von finanziellen Themen irgendwo. Der ein oder andere kriegt hier vielleicht auch einen Ausgleich von einer Behörde, einen finanziellen Ausgleich, ein gutes Angebot, das langfristig gute Ergebnisse bringt.
Elternthemen sind hier sehr präsent, ne? Oder auch Themen aus der Vergangenheit. Hier können so Trigger sein, ne? Dass man überlegt, wo komme ich her, wo stehe ich jetzt, was wurde mir gesagt, wie wurde über mich geurteilt. Irgendwo hockt hier vielleicht auch noch ein Giftstachel. Es können hier auch Ex-Partner sein oder irgendwas, die irgendwie etwas hinterlassen haben, mit dem wir eben jetzt noch unterwegs sind. Hier ist die berufliche Situation. Auch hier haben wir, ne, Geschenke, gute Nachrichten, vielleicht neue Angebote. Die Möglichkeit, seine berufliche Größe zu leben, vielleicht auch irgendwelche Auftraggeber oder Wechsel in der Führungsetage, sowas alles. Es ist so, dass vielleicht über den Beruf, die Berufung, Elternthemen aufgezeigt werden. Ich habe auch Umbrüche im Bereich des Berufs, Erleichterungen. Einsteils ist es so, man begrenzt sich vielleicht irgendetwas, aber man hat trotzdem die Ernte dran. Leichtere Wege, ne? Wir haben ja hier den Sieg, die Entfaltung, komplette Kurskorrekturen. Möglicherweise sind es von den Themen her auch welche, die, wo gehe ich vor Anker, ne? Die Liebe ist mit dabei, die Selbstliebe, die Seelengefährten. Wo erarbeite ich mir eine Situation, in der ich mich gut vertraut und geborgen fühle. An sich guckt man hier, wie man es sich leichter macht, ne? Es kann ja auch sein, eine Figur aus der Vergangenheit taucht nochmal auf in dieser Zeit und kann auch plötzlich und unerwartet sein. Und wir haben irgendwie vielleicht so ein bisschen einen Herzschmerz, wenn wir drüber nachdenken. Gleichzeitig können wir es besser so stehen lassen. Ja, das dachte ich mir schon. Man hat hier irgendwie wirklich Familienthemen mit an Bord, die im weitesten Sinne, das könnte auch das Wachstum hier sein, das wir haben. Hier möchte man unabhängiger sein, freier, nicht eingebunden in etwas, das wir eigentlich nicht mehr wollen. Es kann im Beruf sein, es kann in den Familien sein, es kann etwas sein, was man schon in den Genen hat. Und hier ist so der Moment, wo man es spürt, wo es auch nervend ist. Ja, klasse. Und hier kommt eine Veränderung, die Harmonie mitbringt, Frieden. Für einige sind auch familiäre Veränderungen dran. Und wir selbst sind mit dabei. Wir schauen hier direkt in die Veränderung rein, die Harmonie bringt, die einen Ausgleich bringt. Und die unten am Deck haben wir noch den Schlüssel und die Ringe. Hier ist auf jeden Fall etwas, was sich verbindlich klärt, wo man sich neue Türen öffnet. Vielleicht auch im Bereich Partnerschaft, Liebe, Herzensangelegenheiten. Das Drüberkommen über eine Verwundung im Bereich des Herzens oder der Herzensangelegenheiten oder über einen Kummer, den man unterbewusst so mitträgt. Ne? Es geht ja darum, in die Freude zu kommen, sich das Leben zu versüßen und nicht in Sachen auszuharren, die nicht mehr dienlich sind. So, was habe ich hier noch für uns? Es kann sein, dass etwas kurz kränkelt oder dass etwas kurz unklar ist.
Es ist wirklich nur eine kurze Zeit und dann beginnt hier unterm Deck haben wir die lange Zeit, die neue Lebensreise. Das ist sowas wie eine Kurskorrektur, ein Umbruch. Und dann beginnt hier eine neue Strecke, die sich tatsächlich wieder auch über die nächsten 2 Jahre ausrichtet. Man beschreitet einen längeren Weg in dieser Situation, aus dieser Situation raus. Hier hat man trotz allem gute Ergebnisse, die eben dann langfristig auch wieder dienen. Es gibt auch so Sachen, wenn jetzt hier Mängel sind oder so, die können in Kürze auch behoben werden. Wenn etwas kaputt geht oder wenn etwas nicht mehr funktioniert. Es kann auch sein, dass in dieser Zeit mal ein paar Dinge kaputt gehen. Es ist halt eben so. Und zuletzt wollte ich noch die Vögelchen. Und da haben wir dabei den Wiedehopf. Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Ihr lieben Skorpione, das sind unsere Veränderungen für die nächsten Zeiten. Wir gucken hier auch direkt in die Veränderungen rein. Hier ist noch ein wichtiger Anruf und wir dürfen gerne mal einen Kraftort besuchen. Damit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.